Ja, hallo und herzlich willkommen zu Portal Stories Mel. Ja, nachdem der E3 wieder kein Portal 3 angekündigt wurde, sowie ein Half-Life 3, ist dafür jetzt endlich die Mod Portal Stories Mel erschienen, der eigentlich da anknüpft, wo... Nee, das stimmt nicht, eigentlich fängt die Story an vor Portal 1 und 2, nämlich 1952. Wir haben auch eine alternative Pistole zu dem Zeitpunkt. Moment kurz, ich glaube, die Musik kann ich ein bisschen leiser machen. Und ja, also Prototyp halt noch. Und es gibt ähnliche Sachen, die wir schon kennen, etwa ein klein wenig mehr. Und es soll extrem schwierig sein. Vor allem der Weg zwischen den Tests soll extrem aufwendig sein, damit man irgendwelche Orte findet, wo man die Portal benutzen kann. Und das werden wir zusammen ansehen. Anscheinend gibt es hier irgendwie 5 Teile, habe ich gesehen. Das sind so Abschnitte, denke ich mal. Wir starten jetzt einfach mal mit Teil 1 1952. Der Mod ist halt auf Englisch, sollte aber inzwischen deutschen Untertitel sein. Ich hoffe, der ist auch schon implementiert. Wenn nicht, ja, werden wir es dann sehen. Gut, ich starte mal das Spiel. Okay, der Ladescreen. Unten ist wo die Fortschrittsanzeige. Wow, jetzt geht's aber schnell. Hä? Ach, das sind Bilder. Ich dachte gerade, wir sind schon spielen. Okay, Abschnitt Science, Innovation, Portal Story Mel. Teil 1, 1952. Ja, das Spiel erinnert so ein bisschen der Start von Half-Life. Is this thing on? Yeah, okay. Greetings, astronaut, war hero, or... Okay, ich sehe gerade, dass der Texteinblendung keine und nur Untertitel, gesamter Text so. Lincoln, my name's Cave Johnson, and boy, do I have something to show you. You're here because you're the best the world has to offer. I don't say that lightly, mind you, so take that as one of the biggest compliments you'll ever get in your life, even if you don't know who I am. In the beginning, I started a shower curtain company, making asbestos-laden shower curtains for the military. Okay, Moment mal, ich glaube, ich könnte, wenn ich den Untertitel eingebe, gesamter Text, so, nur Untertitel, schauen, ob es bis dann ein bisschen kleiner angezeigt wird. But I kept dreaming bigger and better. And you know what? That dreaming became doing. Lots of doing. Which brought you here. You're riding into the little Michigan town of... wait. Where are we again? Okay, so... This town doesn't have a name yet, as we're the ones who built it, but that doesn't matter. Point is, you're riding there, and you'll soon be Aperture Science Innovators. We're still getting some of this stuff together, but there's a lot of science we can do in the meantime. You've been selected from a large group of candidates for a special test in our temporary testing areas. When the train arrives at the station, head into the town and into the Aperture building. Don't worry, you'll know where it is. You'll get some more pre-recorded messages once you're there. Now, get ready to do some science. For now, though, we're gonna put on some nice music for you. Enjoy the ride. So, wir sollen die Fahrt genießen. Hier fährt der Zug ganz komisch. Ja gut, wenn er so steif ist. Okay, kann ich hier schon raus und muss noch weiterfahren? Okay, sieht aus, das sieht nach Ende aus. Alright, you're now arriving at Aperture Central Station. Wait. Chris, get over here. How do you spell station? Okay, think about that for a second. Okay. Does station have an extra O before the I? Alright, listen to me. Pack your things.
because you're fired. Get out of my office. Out. Get out. Out of my office. Oh, I can't re-record this. Hä? Hin und her? So, das jetzt bitteschön. Jetzt habe ich irgendwie was verpasst. Wir sind dort noch. Na gut, irgendwie sind wir nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Die haben uns gedreht oder Seite gewechselt, ich habe sie mitgekriegt. Ich war zu abgelenkt, den Text zu lesen. Ja, ich werde die Texte auch nicht immer vorlesen, das könnt ihr dann selber lesen. Ich werde es dann auch nebenbei lesen. Ja, wir sind jetzt angekommen. Cool, machst du eine Story eigentlich? There's a lot we're still working on. Just watch your step on the way out, and as a reminder, Aperture Science Innovators is not responsible for any injury you sustain, up to and including death by exposure to cosmic ray spallation. Don't worry, though, we haven't had an accident like that in 3 days. Sorry. Make that 3 minutes. Okay. So, hier sind die Ankünfte und Weiterfahrten. Okay. Genau, ist der hoch oder wodurch muss ich genau? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da mit dem Weg entlang. Ich hoffe, es ist richtig. Jetzt komme ich raus, ob das richtig ist. Here at Aperture Science Innovators, we love to give back to the community. So, instead of just giving back, we made our own community. Entirely made out of Aperture Science malleable concrete, on top of the salt mines. And that's exactly why you shouldn't touch the walls or stomp your feet either. Last thing we need is to touch up a dent in the wall because someone was too hands-on. Okay. Ja gut, das Tor zu, da komme ich raus. Es ist vorhin durch ein Fahrzeug durchgefahren. Ich habe leider nicht geschaut, ob der durch das Tor durchgefahren ist. Interessant zu wissen. Okay, und hier haben wir ein Monument. Da geht es wohl geradeaus, so wie es aussieht. Oh, weia. Ich bin schon gespannt, wo wir hier landen werden. I told you it was easy to find. You found it faster than any test subjects on record. That's not good. Anyway, just head through the door on the right to the elevator. You'll know where to go. Okay, es ist nicht gut, dass ich es so schnell rausgefunden habe. Rechte Tür hieß es. Okay. Bin gespannt, wo und wie das hier vor sich geht. Müsst ihr runter? Ich habe keine Ahnung. At first, I wanted to put in a long flight of stairs that spiraled down through the old salt mines down here. Give the test subjects a great view of the place. But no! The zoning boards on my bean counters said that's why they invented elevators. So, when someone in a wheelchair threatened to sue, my former boys chickened out of me and built this elevator to go to our temporary offices. I'm still working on those stairs, and those guys are working on getting new jobs. Seriously though, the stairs aren't ready, so... Okay. Nicht schlecht. Da kommt ein Zug an. Welchen Wissenschaftler sind drin? Okay. Ist wozu? Oh weia. Oh weia. Oh ne, Moment. Oh. Gut, der ist anscheinend offen jetzt. Dann fahren wir mal in die Tiefe. Achso, eine Ladesequenz. Ich dachte schon, wir können jetzt hier durchgehend durchfahren, aber wir werden wahrscheinlich trotzdem jetzt noch fahren nach der Ladesequenz. Es ist halt die Source Engine, die hat nicht so die Möglichkeit, alles offen zu präsentieren. So, wie ich jetzt hier gerade fahren will. Here at Aperture, we're always trying to push the boundaries of science that little bit more. That's why we're taking on this new project. When the bean counters told me not to buy a salt mine to do all this science, the first thing they said was, "No, there's too much space. You can't suspend something over nothing and pray that a test can happen in thin air." Well, thanks to some use of the old calculator between the ears and a generous helping of the "you're fired" stamp, I came up with a final solution to that. If you can't anchor something in thin air, why bother trying to make it in the air in the first place? I came up with this.
Oh, das Ding kennen wir doch. Suspended testing sphere. Each sphere is suspended in the air, anchored to the walls by concrete and steel lattice rebar. They seem like they float in the air, but in fact, they don't. Plus, we can keep building above them, onward and upward. This salt mine here can take at least 10 of these bad boys per shaft. 9 shafts, 90 tests. We can test whatever we want to and beat that other company into the ground. Black Mesa. Those guys can kiss my... Sir, that's being recorded. Anyway, the bean counters cried like babies when they saw the cost of these things, but they wet their pants when I threw them out the door. I pay the bills, I make the decisions around here, and I hire and fire as I please. Now, the first of these spheres won't be ready for a few more months, so you'll be participating in one of our smaller tests, the Aperture Science Innovators Short-Term Relaxation Volt. Okay. 90 Tests, 10 Tests pro Kugel. Das wäre krass. Aber sie sind zum Glück ja noch im Bau. Und die Kohle kennen wir schon. Aus einem Portal-Teil sind wir bei denen schon rumgekraxelt. Ich weiß noch leider nicht mehr, ob es Portal 1 oder 2 war. Ich schätze jetzt mal 2. Ich bin echt nicht mehr sicher. So, wo kommen wir endlich an? When you get to the offices, I'll tell you a bit more. This test should be real easy for you, though. Just get inside one of the Aperture Science Innovators short-term relaxation vaults and lie in a bed. You'll feel yourself fall asleep quickly. Don't worry, though. Our science boys will get you out shortly. You'll only be out for a few minutes. An hour at most if something goes wrong. Don't worry. We've got everything under control. You'll be making science, and you won't have to do a thing. Who's the winning? Okay. You are. Mein Gott, wie tief sind wir? Ach. Ende? Nee, geht auch weiter. Ach du Kacke, ey. War noch weiter? Oh! So eine Tür haben wir doch auch schon mal gesehen. Und Ladescreen. Ja, das Level hat nur bestanden aus dem Fahrstuhl. Nicht schlecht. Sehr gut, wir sind angekommen. So, as I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovators short-term relaxation vault for a quick, deep sleep. And then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay tonight, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Had 6 science boys disappear because of him. Was? Hab ich richtig verstanden? Ich muss zum Bett gelangen, wo ich abgeschossen werde. Ist das Witz oder ist das ernst? Ich hoffe mal, es ist ein Witz. Boah, ich habe mich jetzt erschrocken, ey. Ja, Test, ich denke hier durch. Don't worry, those turrets won't kill you. The safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Okay. Ach du Scheiße, sieht doch aus hier. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn. Okay. Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber and get into the bed. Our lab boys will take care of the rest. Ja, und bevor wir das machen, würde ich sagen, beenden wir mal die erste Folge. Bedankt fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.